Jo, Freunde, nicht erschrecken. Heute gibt es auf dem Falle-Kanal mal ein Video, was ich extra aufnehme. Von dem her kann ich auch mal direkt zu euch sprechen. Das ist nicht irgendwie so ein Dings aus dem Stream. Wir gucken uns heute die Top 10 Warzone-Streamer, die live beim Cheaten erwischt wurden. Das ist, glaube ich, aktueller denn je das Thema. Ja, wir sehen es im Hintergrund, es wird auch sehr viel, ich habe das Video nicht gesehen, das ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube über ein Jahr jetzt. Ich glaube, da kommt auch viel Content von Verdansk und Caldera, das heißt so ein bisschen Nostalgie, ist alles so ein bisschen mit drinne. Ich glaube, momentan ist das Cheater-Problem wieder unfassbar krass und ich dachte, wir gucken uns mal so ein bisschen was an, was da so passiert ist, wie die Leute schon erwischt wurden. Ich habe das Video, wie gesagt, noch nicht gesehen, ich habe gar nichts gesehen und wir gucken uns das einfach zusammen an. Wir hopsen rein, let's go! Call of Duty Warzone. Since its release, it has been a huge hit in the Call of Duty and Battle Royale community. The mechanics are smooth like most of the Call of Duty's multiplayer titles, but at a much larger scale, and it appealed to the masses, breaking records and bringing in players from all sorts of different genres of games. And for a while, had some of the biggest names in streaming getting on and dropping in with the boys almost daily. Now with all this success, there is a darker side. Cheaters, and unfortunately some of these Cheater sind wieder unfassbar schlimm. Cheat while streaming their gameplay. Ach du Scheiße. People are doing things they shouldn't be. They almost always get caught. So today we will be going over the top 10 Warzone streamers who got caught cheating live. My name is LJ. Bruder, was ist das bitte für ein insaner Hack? Hallo? Before I start, I want to say I am not one to accuse anyone of cheating, and that's not what this channel is about. I will be going over the top 10 streamers who were already caught or was das für eine Waffe, Digga? Was beyond any reasonable doubt whether they were cheating in regular matchmaking games or even worse in tournaments, which Rebirth Island. These guys were doing. So let's get right into it. Starting off at number 10, we got by far the most blatant on the list. You almost can't even really call this being caught since this person is using every cheat in the book and not trying to hide it in the slightest. He goes by the name of AimQuick and currently streams himself cheating on his YouTube channel almost daily. Bruder, das Video heißt Streamer so mäßig erwischt beim Cheaten. Digga, das ist ja, also ich wollte gerade sagen, der macht sich ja einen Spaß draus. Bruder, was geht da bei ihm alles ab? Also warte mal, wir haben da so einen. Warum ist da so ein Kreis? Ist das irgendwie vielleicht, wo der Aimbot greift oder was? Okay, also er hat Aimbot. Er sieht die Gegner mit dem Level oder was? Hä? Radar Hack? Aimbot Wall. Oder? I asked him a few questions in his chat to see how well Ricochet has been holding up and if he's been trying to make new accounts constantly, and unfortunately, that just isn't the case. From the looks of things, he is using pretty high-end cheats. Alter, was hat der bitte? Oder er hat 100.000% eingestellt. It's an unfortunate reality that in any sort of competition, there are people out there that will do anything to get a leg up on everyone else. Oh mein Gott. Für die Leute, die wissen, dieser Mann hat uns, beziehungsweise mich damals, das Twitch-Rivals-Turnier gekostet. Wir waren erster Platz, Can, Dennis und ich, wir waren erster Platz nach 2 Runden. Wir hatten das Turnier gewonnen. Wir hatten 100 Punkte. Wir hatten gewonnen. Wir hatten 4 Runden nicht mehr spielen müssen. Wir hatten gewonnen. Und der Typ hat gehackt. Das ganze Turnier wurde resettet und wir wurden dann im Endeffekt 4. Platz noch. Der hat in der... Oh mein Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ich kenne ihn. Der hat einfach Gulag gegen ich glaube, dann gegen Vayler verloren, nachdem er irgendwie Monitor-Cam machen musste. DavScar is a Czech streamer who was competing in the EU Twitch Rivals tournament and was very quickly called out for fishy-looking gameplay by other pros, including Fifi. Und in der zweiten Runde, in der er dann die Hacks auch aus hatte oder keine Ahnung, in der er angeblich auch noch gehackt hat, habe ich ihn und sein ganzes Team einfach solo gekillt. Solo-Trio in einer privaten Lobby. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und die haben uns trotzdem die Punkte genommen. Wow. Aber er hat gehackt. 100%. Seht ihr jetzt auch. Schau mal, das Aim. Also, wie dumm ist er auch? I'm not one to judge, but I feel like the punishment wasn't severe enough as it was only a 7-day slap on the wrist, and to this day he is still streaming and still a Twitch partner. When it comes to cheating, you can't really be sure unless something very blatant happens. Ja, er cheated. Very sus. But for DavScar, after he was accused of cheating in the tournament, he then set up a hand and monitor cam after a very Guck mal bitte sein Aim an. Playing far below the skill he was playing at beforehand. Ja, er hatte full an. Ich kann mich erinnern. Has had some unlucky situations when it comes to cheaters in its tournaments. And den kenne ich auch. Another one, except this time it was in the North American region. The player in question goes by Metzi or Metzi B, and he was turning some heads in this tournament.
He was a relatively unknown Den player Clip who kannte made it ich to the sogar. tournament through online qualifiers and was running through a lot of Warzone's best, and after a few sketchy kill cams, he had all eyes on him. The things he was pulling off seemed so good that it couldn't be possible, and a few clips from just this tournament pointed towards cheating, and everyone started to wonder. The tournament was then delayed and his VODs were reviewed, and the Twitch rival staff decided that the clips they reviewed had no explanation other than that he was cheating and was therefore DQ'd. After all this happened, Warzone Pro and streamer Tommy hopped into a call with Metzi to talk things out and get to the bottom of it, and this call didn't really go anywhere. Like I said at the start of the video, I'm not here to accuse anyone of cheating. I'm just going over the people who were caught, and at the end of the day, even though nothing was ever found to fully prove he was cheating, some of the clips in question just didn't make sense and had everyone leaning towards the opinion of him cheating. He is still on Twitch and still grinding, and from what I can tell from reviewing his VODs, he definitely looks legit now. So if he was wrongfully disqualified, that is super unfortunate, but the clips that were shown from the tournament were definitely beyond sus. So this is one of those cases that we will probably never know what really happened with Metzi and the Twitch Rivals tournament. Even gone in aim. I caught you in 4K. 4K! Before you've even aimed in. I want an apology from youngsters as well. Das ist, also den erinnere ich mich auch. Kann man jetzt, ihr habt es vielleicht gesehen, Tommy wollte da gerade zeigen, dass er halt, es ist so 0,5, aber er ist im Sturzflug und dieser kleine Punkt ist immer auf dem Kopf gewesen, sobald er reingeaimt hat. Wenn ihr mich jetzt fragt, ich kann mich nämlich an den Typ erinnern, ich glaube auch, er hatte irgendwas an. Wahrscheinlich hat er es dann jetzt nicht mehr gemacht, aber das ist halt so das Problem, ne, mit Online-Competitions, sobald es irgendwie um Geld geht, Leute versuchen halt Sachen, weil es halt, wie gesagt, auch einfach um Geld geht und ja, vor allem, wenn man halt jetzt nicht so bekannt ist, hat man auch wenig zu verlieren, das Schlimmste, was man sehen kann, ja, man wird halt dann gebannt, keine Ahnung, dann macht man sich vielleicht einen neuen Account, beim nächsten Turnier mit einem anderen Namen mit, aber ich kann mich an diesen Metzi-Typ auch erinnern, ja, war jetzt nicht zu 100%, aber es gab noch ein paar andere Clips, ich kann mich, wie gesagt, erinnern, ist schon ein bisschen her, aber ich glaube auch, dass da auf jeden Fall was an war. Cheating is watching how a player moves around. A lot of these cheaters will be hitting the most insane shots and just be aware of everyone's location on the map, and yet their movement is just so slow and clunky. This was especially the case for the streamer ICVixen. The Warzone community found her stream because another well-known streamer by the name of Alex Zedra was kind enough to host ICVixen's stream to support and help a smaller streamer grow. But it became very clear soon after she did this. Ach du Scheiße. ICVixen was not only wall hacking, but also using aimbot as well. And when called out for it, she Ach du Scheiße, yo! Oder, warum hab ich nicht so ein Aim? Unfortunately for her, it was very clear with her gameplay. Ach du Scheiße! Definitely cheating and was later banned, and her account on Twitch is now unbanned, but there are no videos or streams to be found. But that's not the end of this story. Stay tuned for the next one on the list because you may be surprised by this one. At number 6, we have ICVixen's boyfriend, Bearded Banger, who was also cheating live on stream. Ach du Scheiße. Da gab's da Couple, also wenn ich verstanden habe, das ist der Freund von der Frau, die gerade geaimoddet hat. Vielleicht gab's da irgendwie das, keine Ahnung, Couple-Package, das Beziehungspaket für Hex. Ach du Scheiße. Like I said earlier in the video, a very telltale sign. Also ich muss euch sagen, der Typ da ganz unten, das ist ganz Schlimme. Also der sagt, jeder hackt, aber das ist schon obvious, dass die anhaben. Circle Minimap. Muss ich mir vorstellen, er hat einfach nicht mal quadratische Minimap. Aber er ist der beste Spieler. After a short look into his VODs, people found it very clear that not only was ICVixen cheating, but her boyfriend was as well. This seems like it was a classic case of two people trying to take the easy way into the Twitch streaming world and had no idea how easy it is to spot people like them, especially when they're cheating. Bearded Banger was bragging that in less than a month of streaming, he would be getting partner on Twitch, but not only was he cheating in Warzone, he was on Twitch as well. Follow botting his account since he was at around 44,000 followers and his channel view count was much lower than that. Like his girlfriend, he was also banned and his Twitch channel remains up, but there are no videos or streams to be found, so I think it's safe to say that they are both gone for good. Aber es war schon krass, dass er gehackt hat. Also es war schon sehr obvious. Auch wenn es nur 2 Clips waren, aber man sieht sowas halt direkt. Streamer and content creator by the name of Mr. Golds was streaming Warzone, and his response to his accusations were to tell his chat and anyone accusing him that he is just better than everyone else, and it's not his fault everyone hasn't seen skill like his before. And hilariously enough, as he is saying this, his cheat menu is showing on his stream in the background, and he very quickly realizes the jig is up. He later uploaded an apology video, but I'm going to be honest, most people who do things like this usually... Er hat gesagt, die Leute, reine Übersetzung, die sollen mal nicht so jammern und nicht so haten. Er ist einfach unfassbar gut und die verstehen nicht, wie gut er ist. Und jetzt seht ihr im Hintergrund einfach sein Menü. Was hat er da? Head Only hat der, Aimbot, Head Only hat der, Distanz. Ach, das ist scheiße. Sorry they did it. They're sorry they got caught. And since he
An den kann ich mich auch erinnern. Paysetter heißt der. Ich sehe den Arm unten links. Der wurde auch krass. Der wird in einem Turnier, wo es um unfassbar viel Geld, wurde der auch halt exposed, dass der hackt. Call of Duty Wager Kid caught in the Okay, weil da war jetzt auch nicht viel, da war jetzt nicht auch wirklich viel, ja, wie soll ich sagen, da war jetzt nicht viel Erklärung dabei, ich kann mich aber erinnern, und der Typ hat es auch zugegeben dann irgendwann später, da war jetzt, wie gesagt, nicht, das war jetzt, also, was ich da jetzt gesehen habe, konnte man es jetzt nicht 100% sagen. Was der aber sehr oft gemacht hat, der Typ, ist, er hat immer halt seinen Heartbeat-Sensor rausgeholt, also seinen Herzschlagsensor. Und man sieht hier halt einmal, wie er jetzt hier guckt, dass ihr das auch nochmal versteht, dass ich das selber nicht nur durchlaufen lasse, das Video. Und das haben halt Wallhacker immer gemacht, immer einfach den Heartbeat rausgeholt, weil dann könnt ihr sagen, ja, man hat ihn auf dem Heartbeat gesehen. Guck mal, man sieht jetzt, dass er hier einfach einmal, guck mal, wie er da so guckt, das ist halt schon komisch halt, ne? Da, wo er jetzt so hinguckt, ist halt einfach eigenartig so, ne? Aber der wurde, wie gesagt, auch exposed und er hat es auch dann zugegeben, der Typ, ne? Also ist jetzt hier nicht an Haaren herbeigezogen, obwohl es jetzt in dem Clip so aussieht, als ob es halt irgendwas ist. Aber er hat es dann auch zugegeben. And I guess he forgot the webcam is going to show his quote-unquote stream-proof wall hacks and you can clearly see white boxes through the walls where his enemies are. Ich kann, This player was well known in the wager scene, and I guess he's been pretty suspicious for a while now, where he would go down in a game and then all of a sudden be playing out of this world and knowing every route and always making the right play. So this clip definitely shows exactly why. There is something just... Bruder, ich weiß nicht, findet ihr den Typ schlimmer oder findet ihr den anderen Typ schlimmer, der einfach seine Hacks quasi aus Versehen gezeigt hat? Also ich finde das noch schlimmer, weil er nimmt einfach eine Kamera, livestreamt das auf sein Monitor und dann sieht die Hacks auf dem Monitor. Das ist ja viel schlimmer, weil das andere kann ja mal passieren. Der hat es irgendwie rausgetappt und hat man das Cheat-Programm gesehen auf dem PC, aber das ist ja wirklich, boah, crazy. So satisfying when a cheater exposes himself, which seems to be a common thing among these people. Mr. Pixel is another streamer who is catching the eyes of many with clips that were unexplainable and could only be the result of having cheats installed. Mr. Pixel, of course, denies all of these accusations. He had multiple accounts and all of them having very suspicious numbers, and Katie's reaching numbers like 28+, which just isn't possible to any player, even a pro. Unless you're cheating, which he was. When he was being accused in his chat and asked to press something on his keyboard, and in a mocking way, he presses it, and that's all we needed. When he did this, in the blink of an eye, a menu popped up, and it was all we needed to prove this guy wasn't legit. Wie dumm, Digga. Jemand schreibt was in den Chat, er soll die Taste drücken, wahrscheinlich die Windows-Taste, dass ein anderes Programm getriggert wird und einmal sein Cheat-Menü kommt. Head first, scan, Aimbot, on Zoom, Aimbot Mode on, Aimbot Mode on Zoom, Smooth Aim 95, Smooth Aim, Bruder, insane, was man hier auch alles einstellen kann, ne? As if the numbers on his accounts weren't enough, the cheat menu popping up on stream was the nail in the coffin. And finally, at number 1, we have possibly the most controversial player on this list, Shifty TV. In the past few weeks, he has been the talk of the community. Pros think he's cheating, Shifty einfach as well, but some think he's legit. I, for one, don't want to add to the fire when it comes to cheating accusations, as I did say I don't want this channel to be that, but some of the stuff this guy has done is just, it's almost... Caldera, boah, da kriege ich Flashbacks. He has better aim on controller than most COD pros, and it doesn't look natural. I think the most damning clips are the one when he has an SMG and has perfect tracking on people flying in, and even with aim assist, that wouldn't be possible for anyone
anyone unless you're using some sort of cheat. Shifty recently installed FACEIT anti-cheat and played on stream with it, and to no one's surprise, seemed like a completely different player and played well below the skill level he was before. This stream caught the attention of even FACEIT themselves, and they replied to a tweet and clarified that FACEIT actually doesn't block cheats within Warzone, and a player would still be able to cheat on Warzone with FACEIT installed, but this information came out after Shifty already did this stream with it installed, so if I had to guess, without this knowledge, he probably ran FACEIT, and if he did have cheats before, he definitely wasn't running any at the time he had FACEIT installed. Let's watch this guy right here. It's the same guy, by the way. I don't know what happened. Ach du Scheiße. Oder den Clip kannte ich auch schon. Das ist ja insane. That is going to conclude this list of the top 10 Warzone streamers caught cheating. I really hope you guys enjoyed and found the humor in a lot of these guys literally. Ich muss natürlich sagen, zu Shifty, ne? Also von den Clips jetzt her, ich finde den letzten Clip, der ist sehr krass. Wo ich mir dann auch so denke, okay, wie macht er das? Weil guck mal, MP5 aus Cold War, guck mal seinen Aim. Guck mal, Alter, guck mal seinen Aim, Bruder. Was ist das denn? Jetzt muss ich mal auf 025 gucken. Schau mal sein Aim. Jede Kugel einfach auf den Kopf. Guck mal. Schau mal. Schau mal, jede Kugel einfach im Kopf. Oh. Der ist 100% sass. Man muss natürlich sagen, und das ist so ein bisschen der auch, ja, die Quintessenz des Videos. Er hat sich mittlerweile auf der LAN ja bewiesen. Er hat in Warzone 2 die LAN gewonnen, zusammen mit Sage und Biffle, glaube ich. Genau, Sage, Biffle, Shifty. Ist ein unfassbar starker Spieler. Aber wenn ich den Clip sehe, glaube ich schon, dass da was an war, muss ich halt ehrlich sagen, das ist schon insane. Jetzt von diesem einen Clip, ich habe jetzt die anderen Clips, fand ich jetzt nicht so schlimm, müsste man jetzt auch noch mal sagen. Wie gesagt, ich will auch niemanden jetzt hier beschuldigen, dass er irgendwie was gemacht hat. Da sieht schon so aus. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass man es im Endeffekt nie zu 100% beweisen kann, es sei denn, ja, jemand zeigt jetzt wirklich mit dem Monitor auf seine Cam oder, keine Ahnung, die Clips häufen sich wirklich, ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde Clips sowas hätte, dann könnte man auch zu einem Urteil kommen und sagen, okay, da war auf jeden Fall was an. Nichtsdestotrotz hat der eine LAN gewonnen und hat auch ganz viele andere Turniere gewonnen. Schließt natürlich nicht aus, dass er gehackt hat, zeigt aber nur, auch wenn er gehackt hat, dass er es jetzt auch ohne irgendwie kann, zumindest auf der LAN muss er ja performt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass er auf LAN gecheatet hat. Von dem her, ja, glaube ich, dass er nicht mehr cheatet. Falls er gecheatet hat, ja, hat er es jetzt auch gezeigt, dass er es ohne kann. Nichtsdestotrotz waren da noch ein paar lustige Sachen dabei. Und ja, es bleibt leider ja, ein riesiges Cheater-Problem bestehen, ja. Seitdem COD auch ein PC ist es leider so. Ich kann es auch nicht ändern, ja. Vielleicht habt ihr ja auch einen Streamer, einen YouTuber, von dem ihr glaubt, okay, der hat vielleicht an, ja. Schreibt es jetzt nicht in die Kommentare rein. Wir werden es wahrscheinlich am Ende des Tages eh nie beweisen können. Aber ja, es ist wie gesagt sehr, sehr schade. Ich würde mich auch tatsächlich mal drüber freuen, wenn wir vielleicht sogar irgendwie alle wieder auf Konsole gehen, wenn jetzt eine neue PS5, PS6 kommt, die auch irgendwie, keine Ahnung, 144 Hertz kann und 2K, würde ich nehmen, ja. Und dann haben wir einfach so viel weniger Cheater-Probleme. Wir können Crossplay ausmachen. Es ist schon wirklich sehr, sehr stark geworden, jetzt auch vor allem wieder in den letzten Wochen. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video hat euch in irgendeiner Art und Weise gefallen, ja. Ja, ein bisschen Flashback zu Werden auch gehabt. Und ja, es ist schon lustig zu sehen, was es wirklich für Idioten gibt, wie die sich selber irgendwie da offenbaren, dass sie hacken. Witzig. Ja, Dummheit kennt keine Grenzen. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.